Mein Vorname ist Ahmad Nessor, also ist ein Doppelvorname. Und mein Nachname ist Nazar und ich bin hier Referent am Regierungspräsidium in Freiburg, Abteilung 7, also Abteilung für Schule und Bildung und dort speziell am Referat für die beruflichen Schulen. Und meine Fächerkombination, ich habe Informatik auf Diplom in Freiburg studiert, das ist also kein klassisches Lehramtsstudium und habe durch die besuchten Vorlesungen in Mathematik dann auch Mathematik als Zweitfach angerechnet bekommen, so dass ich jetzt die Fächer Informationstechnik, so heißt es genau, und Mathematik als Fächer habe. Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja, wie gesagt, Informatik auf Diplom studiert. Insofern hatte ich von Anfang an erstmal nicht geplant, Lehrer zu werden. Das kam mir auch gar nicht so richtig in den Sinn. Aber so im Laufe des Studiums hat sich das unbewusst vielleicht auch ein bisschen entwickelt. Ich habe auch dann irgendwann war ich dann auch Hiwi am Lehrstuhl für Datenbanken und habe da dann auch in Tutoraten unterrichtet, auch Kommilitonen dann gerne was erklärt, wenn ich was konnte und andersrum. Und da habe ich dann auch schon die Freude auch dann entdeckt. Aber so richtig den Klacks hat es dann gemacht, als ich dann mal zufällig mit einem Kommilitonen in der Cafeteria relativ spät mich austauscht und er dann sagte, dass es diese Möglichkeit des Seiteneinstiegs in den beruflichen Schulen gibt. Also von der Option wusste ich bis dato nichts. Und das hat dann bei mir die Neugier entwickelt und ich habe mich dann schlau gemacht und das war eigentlich relativ klar, genau das will ich machen. Ich habe dann auch relativ schnell durch die Kollegen in der Schule Zugang zu den Lehrerfortbildungen und den Fortbildungsgruppen bekommen und konnte dann da gleich mitwirken und mein Wissen weitergeben. Bis hin, dass ich dann sogar hier fürs Regierungspräsidium erstmal ein Computerprogramm entwickelt habe für Abitur, Verwaltungsabläufe und so kam auch dann der Kontakt hier. Und das kam dann das eine mit dem anderen neben dem Unterrichten, so dass ich dann eigentlich, obwohl ich noch erst 34 war, 5 Jahre Lehrererfahrung auf dem Buckel hatte, dann es doch gewagt habe, mich auf die Stelle des stellvertretenden Schulleiters zu bewerben, was dann glücklicherweise geklappt hat und war dann quasi damit schon in der Schulverwaltung. Naja, und so war es dann. Nach etwa 4,5 Jahren kam dann überraschend die Meldung, der Schulleiter, der wollte die Schule wechseln. Und als er dann ging, stand ich vor der Frage, 3 Optionen. Entweder ich mache so weiter wie bisher, ich traue mir das nochmal zu und tritt seine Stelle an. Also ob ich es dann bekomme, ist die andere Frage, oder ich bewerbe mich. Und die dritte Möglichkeit, ich mache was ganz anderes. Tatsächlich für das Letztere entschieden und habe dann gesagt, okay, wann, wenn nicht jetzt, mal auch diese Seite kennenlernen wollen. Und so bin ich jetzt seit auch schon 4 Jahren hier am Regierungspräsidium Referent. Der Arbeitsalltag ist tatsächlich sehr vielschichtig und vielseitig. Das ist natürlich eine Behörde und das ist dort schon so, dass die Bürotätigkeit auch einen gewissen Anteil hat. Man sitzt oft vor dem Rechner und schreibt Mails, beantwortet Telefonate, beantwortet auch Eltern- und Bürgeranfragen. Hier im Regierungspräsidium haben wir ja, ich sage jetzt mal so, verschiedene Partner, mit denen wir interagieren. Das sind natürlich die Schulen, das ist aber auch eben das Kultusministerium, das sind die anderen Institute wie das ZSL oder das IBBW, also das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Aber auch die Seminare, die Schulträger, die quasi von der sächlichen Seite die Schulen unterstützen, bei der Infrastruktur, beim Bau, bei der zur Verfügungstellung von Materialien. Das ist natürlich eine Partnerschaft. Wir sind ja eher für die inhaltliche Seite zuständig, die Schulträger sind eher für die sächlichen Mittel zuständig.
Also tatsächlich sind verschiedene Partner, die da miteinander zusammenwirken, und in diesem Verbund sind wir dann natürlich auch dabei und repräsentieren das Land, übernehmen, wenn Sie so wollen, hoheitliche Aufgaben wahr. Es ist ein spannendes Geflecht an verschiedenen Blumenstraußaufgaben. Erstmal guter Unterricht. Also es sollte über allem stehen, man soll gerne unterrichten und gut. Das ist natürlich die Frage, was guter Unterricht ist. Aber das ist das Allerwichtigste in erster Linie. Und wenn einem der Unterricht auch leicht fällt und man es gerne macht, dann das überträgt sich auch. Dann ist man auch bereit, in der Schule, im Schulleben grundsätzlich noch mehr mitzuwirken und am Schulleben sich noch weiter zu beteiligen. Aber in erster Linie sich wirklich auf den Unterricht und nicht auf andere Dinge konzentrieren. Das ist das Wichtigste.